Herzlich willkommen zu unserer Zeitreise in Kloster Maulbronn. Wir stehen hier im Kreuzgang des am besten erhaltenen mittelalterlichen Zisterzienserklosters nördlich der Alpen. 1147 wurde es gegründet und 1986 in das UNESCO-Welterbe aufgenommen. Wir befinden uns hier an der Nordostecke des Kreuzgangs. Ein für das Klosterleben ganz entscheidender Punkt. Hier geht es in die Kirche. Von der anderen Seite kamen die Mönche über die Tagtreppe zu ihren Gebeten herein. Hinter uns befindet sich das Armarium, wo die liturgischen Bücher untergebracht waren. Entlang der Kirche auf der Nordseite war der sogenannte Kollationsgang. Dort waren steinerne Bänke angebracht, an denen die Mönche abends oder spätnachmittags saßen, studierten und lasen. Hier entfaltet sich die frühgotische Opulenz auf das nachhaltig und beeindruckendste. In diese Richtung ging es zum Kapitelsaal, dem täglichen Versammlungsraum der Mönche, wo immer ein Kapitel aus der Ordensregel vorgelesen wurde, aber auch alle wichtigen Tagesgeschäfte erledigt wurden. Wir stehen hier im Brunnenhaus des Klosters Maulbronn. In jeder zisterziensischen Anlage gibt es an dieser Stelle ein solches Brunnenhaus, immer gegenüber dem Speiseraum der Mönche. Hier wurden die Hände gewaschen, hier wurde aber auch die Tonsur nachgeschnitten, vermutlich auch mal Kleider gereinigt. Selbst das Weihwasser für die Kirche stammt vermutlich auf dieser Anlage. Aber die Brunnenanlage selbst stammt aus dem 19. Jahrhundert, als schöpferische Denkmalpfleger das Mittelalter noch etwas mittelalterlicher machen wollten, als es wirklich war. Original ist die untere Schale. Sie stammt um 1500 und war sehr stark zerstört. Die obere, die bronzene Schale mit der Laterne stammt zwar von 1450, aber von einem ganz anderen Brunnen, der im Osten der Anlage stand. Die mittlere Schale, die so wunderbar staufisch aussieht, mit ihren Löwenköpfen, stammt erst von 1878, also aus dem 19. Jahrhundert. Aber insgesamt, gemeinsam mit dem Haus selbst, das bis zur Brüstung aus dem 13. Jahrhundert und dann mit den aufgehenden Fenstern und dem Gewölbe aus dem 14. Jahrhundert stammt, bildet es das Denkmal Maulbronn, in dem jede Generation weitergearbeitet hat und Spuren hinterließ. Welch ein Raum! Eine fast königsgleiche Halle und doch nur der Speiseraum der Priestermönche. Maulbronn ist ein steinernes Erlebnisbuch in der Baugeschichte von der Spätromanik bis zur Spätgotik. Gotik bedeutet, die Traglasten wurden von der Wand abgeleitet und auf die Säulen gelegt. Dadurch wurden die Wände frei, man konnte wesentlich größere Fenster einbauen, das Licht wurde anders in den Raum geführt und der Zug der Gotik nach oben, weg von dem bedrückenden Niedrigen der Baustufen davor. Im Refektorium trafen sich die Zisterziensermönche, getrennt nach den Priestermönchen, die hier saßen, und den Laienmönchen, die einen Speiseraum weiter im Westen ihren Sitz hatten, aber von einer gemeinsamen Küche bedient. Und wir erkennen die Durchreiche heute noch. Fleisch gab es nicht. Das war den Mönchen verboten und den kranken und den viel härter arbeitenden Laienbrüdern vorbehalten. Aber das Angenehme war, alles, was im Wasser schwamm, war Fisch. Das konnte durchaus mal ein Biber oder ein Schwan oder etwas Vergleichbares sein. Die Kirche des Klosters Maulbronn ist ein Gebäude, in dem jede Generation gebaut und ihre Spuren hinterlassen hat. Vom 12. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert. Hier im Chor haben wir noch die Romanik der ersten Baustufe. Die Kirche der ersten Zisterzienser wirkte aber ganz anders, als sie heute auf uns wirkt. Es war wesentlich dunkler und es gab eine flache Holzdecke.
Im 14. und 15. Jahrhundert wurden dann die großen Chorfenster eingebrochen, die das Licht brachten. Es wurde die Decke gewölbt. Auf der Chorseite waren immer die Priestermönche. Sie saßen in diesem Chorgestühl, das ist auch schon das zweite von 1435. Und hinter dem Chorgestühl erahnen wir eine steinerne Schranke, den Lettner, der den Chor trennte vom Langhaus, in dem die Laienmönche saßen, die gar nicht auf diese Situation schauen konnten, auf der wir uns heute befinden. Sie kamen auch nicht durch den Eingang, den ich vorher zeigte, herein, sondern hatten ihren eigenen Eingang im Westen.